das ist immer der hardeste Punkt, du versuchst deine Beste, du bringst deine Beste auf den Tisch und du machst dein Produkt fertig und gibst das jemandem, der ist ganz froh, ja, cool. Ja. Und dann 2 Monate später, du musst Stein schmeißen auf das alte Produkt, zum Denken, was kannst du verbessern. Und ich habe immer Angst, dass wir machen etwas, das schaut anders aus, aber ist das Gleiche. Und für mich, das in Harz, das macht kein Feuer. Und das ist wichtig für mich, dass wir können immer sagen, liegt die alte Produkt neben dem neuen Produkt und sagen, wow, okay, ja. Hi. Servus. So, ich bin Rob Cook, Schuhdesigner bei Specialized. Ich bin so 11 Jahre hier bei Specialized jetzt. Und ja, ich bin verantwortlich für alle Schuhe zum Designen. So, nicht Grafik und nicht Farbweg, aber alles mit Performance zu tun oder Fit mit dem Schuh das ist mein Beruf. Ich habe angefangen so mit ja, wie immer, wie bei Eltern, kauft ein Fahrrad. Mein erstes Fahrrad hat Reifen ohne Luft, das sind nur solid Gummi. Und ich habe immer über Nagel gefahren und alles. Wir sind aufgewachsen in einem kleinen Dorf, ziemlich in der Mitte von nirgendwo. Aber es war sehr hübsch. Das war Yorkshire Dales in England. Da war nicht so viel zu tun und so Fahrradfahren war interessant. Und dann kommt Rennen dabei. Die 90er war so viel los in England und ich habe in dieser Zeit ja, fast jede Wochenende gefahren. Jede Woche, ich warte auf die Wochenende. Es war immer das. Trikot, das war Eric Burgess Cycles war meine erste Mannschaft und das war ein Laden, wo ich habe gearbeitet. Ich erinnere, die erste Specialized Produkt, die ich habe gekauft, war Schuhe. Das war ganz normale Mountainbike-Schuhe ohne Clip-Pedal, aber ich habe benutzt, bis die Metall-Toe-Clip hat durch dem Leder ein Loch gemacht. So. Das kommt auch später, wenn ich studiere bei Ende der Schule. Schaut ganz gefährlich aus jetzt, aber ein Federgabel gemacht für mein Fahrrad. Ich habe das nur einmal gefahren. Ich denke, das war besser so. Ohne Fahrradfahren ist ein hartes Leben für mich. Ich habe gestürzt letztes Jahr und ich muss ein paar Monate Pause machen. Und was mache ich denn? Das war echt eine Frage. Was mache ich denn? Okay, ich habe 3 Kinder, Familie und das nimmt Zeit, aber Zeit für selbst, das ist Fahrradfahren. Ich habe Product Design studiert in London und ich habe einen Wettbewerb zu meinen Schuhdesign, so ein Trail-Schuhdesigner. Normalerweise die anderen Studenten hat Wasserkocher oder Pager oder Handy designt und ich habe anderes gedacht, weil ich habe immer mit Sport zu tun. Ich habe gedacht, es ist immer ein Thema in meinem Leben, dass ich wollte etwas machen, das andere nicht machen. Und ich denke, das kommt vielleicht von meine Eltern sind beide Künstler und das macht alles so freiwillig und diesen kreatives Gefühl und Creativity ist immer gucken irgendwo anderes. Es ist immer, was du denkst, nicht was andere macht. So. Ja, und da war diesen Trainer zum Designen. Ich habe diesen Wettbewerb gemacht und dann am Ende, ich habe so ein 4 Monate Internship bei Reebok in Boston gekriegt. Es war aus der Schule, war echt top. Und dann, ich habe angefangen mit dem Innovation Team bei Adidas. Am Ende ich war 11 Jahre da, ich habe 4 so Predators und Adipures und F50 Schuhe gemacht. Und dann ein Freund von mir in die Apparel-Team für Running hat zum Specialized gegangen und gesagt, ja, komm mit. Und ich habe gerade ein Haus gekauft und dann gedacht, nee, ich gehe nicht. Und dann hat die Idee wachsen langsam im Kopf. Und dann, ich denke, das erste Mal, ich habe die Wahrheit gesagt, reden mein Leben um Fahrradfahren. Es ist normalerweise, ich sage, ja, ich mag ein bisschen Fahrradfahren, aber dieses Mal, ich bin so tief drin in Fahrradfahren. War mein Traumberuf. Es war so perfekter Match zwischen meinen Skills und Schuhdesign und dann der beste Fahrradmarke. Ja? Und das war so natural, das passt natural zusammen. So, willkommen in meinem Arbeitszimmer zu Hause. Seit Covid, ich bin immer so
so für 3 Tage in die Woche hier und 2 Tage in dem Büro. So, aber das ist, wo gehört alle meine Arbeitsteil und alles, was ich brauche für Schuhe zum Machen, zum Designen, zum Ideen, zum Konzept, zum Machen. Hier sind alle so Mustersample-Schuhe, das wir halt aktuell. Ein paar sind versteckt hier, weil hinter diesen sind ein neues Projekt. Wir arbeiten momentan am 24, so ist 2 Jahre in Zukunft. So ist es ein bisschen, es ist immer so mit Klären und schauen, was ich habe momentan auf der Wand, ist ein bisschen peinlich, weil es ist alle die alte Zeug und die neuen sind besser. So, eines ist interessant, ist diesen TUFO, wo wir zusammengearbeitet mit einer Gummi-Engineering-Firma. Und ich habe persönlich gearbeitet mit der Flat Pedal Gummi. Das ist das ist so Class-Leading Grip auf Flat Pedal. So ein paar alte Mustersample hier. Das ist eins, das ich bin ziemlich stolz auf. Das ist Schuhe, das Tom Boonen hat gefahren, wenn er hat der Flanders und Roubaix Doppel geschafft. Wir haben ihm Mustersample gegeben und gedacht, er probiert mal aus und dann schmeißt das weg und benutzt die alten Schuhe. Aber der hat von Anfang an die Schuhe benutzt und dann hat nur diesen weißen Schuh-Prototyp gefahren bei Roubaix und bei Flanders. Und ja, ich habe geschreit ohne Ende auf dem Fernseher, wenn der fährt diesen Schuh und hat gewonnen mit diesen zwei Rennen. Ja, wenn Fahrer entschieden, unsere Schuhe zum Nutzen freiwillig, das ist ein anderer Grund als hier ist ein Produkt, das wir wollen zum Marketing machen oder also diesen Grund, dass wir unter Kontrakt muss fahren. Wenn wir machen so ein Angebot und der Fahrer nimmt das und dann wollte diesen Produkt zum Nutzen, das ist Wahnsinn. Das gibt mir ein bisschen Gänsehaut mittlerweile. So. Das war mein erster Schuh. Den erster Schuh bei Specialized, also 2010 jetzt, wenn ich habe angefangen, so ist fast 12 Jahre jetzt bei Specialized, das ist eine lange Zeit, aber immer diesen Grund, dass wir versuchen, etwas Besseres zu machen, das ist immer bringt Challenge und Neuigkeit zu meiner Arbeit. Und das ist ein Mustersample. Ich habe das aus dem Karton von oben in Dach genommen jetzt. Ich habe gesehen, dass wir haben diesen Lines hier, sollte dicker zum Dünn und hier mittendrin war dünnes. Ich sehe nur die Probleme mit Schuhen. Ich sehe nur, was der Fehler ist. Und das war ein Mustersample und wir haben das verändert. Die sind die Schuhe von Troy Brosnan. Und er hat niemals eine World Cup gewonnen für uns. Und hat diesen neuen Schuh gekommen. Und das war in Fort William in Schottland gefahren. Und das erste Rennen in die neue Schuh und hat gewonnen den Weltcup-Rennen. So, das war Wahnsinn. Ja, und hat mir geschenkt, diesen Schuh. Sam Bennett war eins von unseren Fahrern bei der Bora Mannschaft. Das erste Mal, nicht dieses Mal. Das war in 2018. Und er fährt in dieser Zeit unsere S-Works 7 Schuh. Und wir haben eine kleine Custom-Veränderung gemacht mit dem S-Works 7. Aber es war gut und hat Rennen gewonnen, aber das war nicht optimal. Und ich habe zu ihm, wir haben eine Zeit genommen im Hotel, wenn er war in einem Trainingcamp, war nur alleine in Linz in Österreich. Ich habe hingegangen und gedacht, dass wir es reden für 10 Minuten, du machst ein paar Punkte auf deine Schuhe und dann das war's. Wir haben für 1,5 Stunden oder 2 Stunden unterhalten, reden, Sprinting. Und das war so ein Fenster für Feedback, war Wahnsinn. Was er erklärt, wie das ist zum Sprinten. Und dann wir haben Schuhe gemessen, wie lang das ist. Und du siehst, alle hat verschiedene Füße. Und er ist ein besonderes. Und wenn du denkst auch mit die Schuhe, du denkst von dem Profi, dass der braucht keine bequeme Schuhe, weil er im Fahrradfahren schnell ist, Schmutz und alles. Dieser Fahrer hat so Körperfett von 5 bis 3%, das ist nichts. Und wir haben so 17 oder 20, ein normaler Mensch. Und diesen Fett ist wie ein Polster auf deinem Fuß. Und wenn du hast diesen Polster nicht, die Schuhe liegen genau auf Knochen, auf Ligament, auf Tenden. Und der braucht noch einen bequemen Schuh als ein normaler Fahrer, das fährt für 2 Stunden am Wochenende. Er fährt 7 Stunden jeden Tag für 3 Wochen. Ja. Und ein anderes, was er gesagt war, er erklärt uns, dass bei normalem Fahren, weil die Fahrrad ist ziemlich geradeaus, die Bewegung mit dem Pedal ist normal. Aber wenn du fängst an zu sprinten,
die Bewegung ist hoch und weg von dem Fahrrad. So hat er uns erklärt, vielleicht ich habe den Video hinterher hier. Du siehst hier, wie die Schuhe bewegen nach außen hier und wie die Falten hier sind in die Schuhe. Und diesen Teil hier, das war gegen diesen Außenbewegung und dann diesen vorne Closure blockiert seinen Fuß über dem Pedal gegen den Außensohlen. Keine Bewegung, es ist überhaupt keine Bewegung. Was wir haben gemacht für Sam ist genau das Gleiche, was du kannst in den Laden kaufen. Die gleiche Außensohle, die gleiche Material. Da gibt es überhaupt keine Veränderung zwischen was wir für ihn gemacht und was ist in den Laden. Und wir waren auch überrascht, dass in Peloton, dass du siehst diesen Schuh überall. Wir haben gedacht, für Sprinter, ja. Aber wir haben das Komfortelement und wie das haltet dein Fuß, hat so viele andere Fahrer gedacht, wow, ja, das will ich auch. So, was kritische Phase für uns mit Schuhentwicklung ist Testen. Zum Selbsttesten, das gibt uns die Erlaubnis zum schnellen Fortschritt zu machen. So, wir kriegen so Schuhe von unserer Fabrik, sofort mit Cleats montiert und dann kannst du mittags rausfahren auf die Straße. Ja, das macht so viel Spaß zum Selbsttesten, deine Entwicklung oder dein Prototyp. Diesen Kreis, diesen Satisfaction ist so ein Wahnsinnsgefühl. Und wenn du denkst, vielleicht ist etwas besser gemacht für die Fahrer, das ist, ja, gibt es nichts Besseres. Es ist immer bei Designing oder Innovation, oder wenn du arbeitest auf etwas, das ist ein Teil von deinem Leben. Du denkst die ganze Zeit auf diesen Produkt. Es ist manchmal ganz nervig. Die andere Nacht, ich habe aufgewacht mit Zeitverschiebung von den USA zu fliegen. Und dann wachst du auf mit Jetlag und du wolltest wieder zum Einschlafen. Eine Idee kommt rein. Und ich, okay, ich muss das schreiben. Okay, gut. Und dann versuche ich, das war halt stundenlang, wenn ich fahre so in die Arbeit oder was. Wenn ich fahre hier, dann es ist Zeit zum Denken auf Produkt. Ja? Manchmal ist es auch ja ein schöner Ausblick, aber manchmal ist es ja, es ist immer etwas baut in den Kopf oder so, immer da. Leider und gut. Und es ist immer diese Verbesserung, immer diese Innovation. Es ist wie, okay, es ist wie ein Kampf gegen selbst. Okay, wir haben das Beste gemacht, okay, wir noch besser. Und ich bin echt stolz, was wir gemacht in den letzten 10 Jahren für Schuhe. Wir haben echt wahnsinniges Produkt gemacht.